Also, wir haben ja gesagt, du hast ein paar Charts vorbereitet und vielleicht kannst du mal deine Datei aufrufen über den Teilenmodus. Ja, Mhm. so, Und hier sehen wir nochmal deine Frau und genau. ihr zwei als perfektes Duo. Das finde ich schon mal eine klasse Geschichte. Und Werte schaffen Werte. Also das ist sozusagen ein Punkt, aber steig einfach mal kurz ein, so nach dem Motto, was bedeutet, wenn Wert oder was können Werte bewirken, um es vielleicht aus der Sicht nochmal als These zu formulieren. Genau, Werte wirken ist das, was wir immer gerne sagen. Und am einfachsten lässt es sich natürlich immer anhand von Geschichten auch bringen. Also auch also die Werte, die wir haben, können wir auch anhand unserer Geschichten am besten herausfinden. Es geht im Grunde um das, was man so modern Storytelling nennt. Das mache ich seit fast 30 Jahren. Da gab es den Begriff Storytelling noch gar nicht. Ich komme aus der Kommunikation, aber mich haben auch immer Geschichten interessiert. Und eine der schönsten Geschichten rund um Werte, wo man eben sieht, wie das funktioniert, habe ich mit Detlef Lohmann von Allsafe Jungfalk erlebt. Den habe ich zum einen in meinem Buch, was ich 2016 rausgekommen ist, Sinnstifter, wie Unternehmen davon profitieren, soziale Verantwortung zu übernehmen. Da war er mit drin. Und dann habe ich ihn später auch, war mein erster Gast dafür, auch nochmal herzlichen Dank an ihn, in meinem Podcast Gewinn mit Sinn, den es jetzt seit 2 Jahren gibt. Da hat er dann auch nochmal über das Thema Kreislaufwirtschaft in einem sehr schwierigen Bereich erzählt. Ist übrigens wirklich spannend zu hören, weil das auch so ein Beispiel ist, dass sowas in Unternehmen, gerade in Produktionsunternehmen, Allsafe Jungfalk stellen Ladungssicherungssysteme her für große LKWs und auch im Aerospace, also im Aerospace-Bereich, also ein klassischer B2B-Bereich, dass sowas nicht von heute auf morgen geht. Detlef Lohmann hat, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es war so 2002, 2003 rum, hat er schon angefangen, über dieses Thema nachzudenken. Und bis das alles umgesetzt war, ist es dann 2024 geworden. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass der in der Zeit da nichts gemacht hat, sondern es ging auch dann darum, und er sagte in dem Interview bei meinem Podcast ist es dann auch so, dass er dann gesagt hat, naja, und jetzt müssen wir als nächstes unsere Kunden auch davon überzeugen, von dem, wovon wir überzeugt sind, weil so einfach ist das alles gar nicht. Und die Geschichte aber, die ich erzählen möchte, ist, wir saßen dort wirklich zum Interview und ein hoher Wert bei AllSafe ist Fairness. Und sie fragen auch immer wieder gerne, auch sich selber, ist das fair, was wir hier machen, oder ist das fair, was hier jemand anderes macht? Und er erzählte, ja, da drüben, die haben wirklich ein transparentes Büro, alles mit Glas. Da sitzt gerade mein Vertriebsleiter und verhandelt mit einem großen deutschen Lkw-Hersteller. Die waren vor 2 Wochen schon mal hier. Und da haben die versucht, nochmal richtig am Preis zu drücken. Und dann hat mein Vertriebsleiter ganz klar gesagt, nee, den Preis, den wir hier angeboten haben, ist eigentlich unsere Grenze. Wir können da nicht mehr drunter gehen, weil sonst können wir nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. Das wollten die nicht einsehen, haben dann die Erpresserkarte gezogen, haben gesagt, ja, dann können wir leider die Verträge nicht machen. Mhm. Und dann hat auch der Vertriebsleiter gefragt, finden Sie das fair? Da haben sie nicht viel zu gesagt und dann hat er die Verhandlungen abgebrochen. Und da das auch Vertrauen ein wichtiger Faktor ist und Detlef Lohmann seinen Leuten vertraut, konnte der das machen, ohne Rücksprache mit ihm zu halten. Das heißt, er ist Mhm. einfach dann nur danach zu seinem Chef gegangen, hat ihm gesagt, so und so ist das gelaufen und ich habe die Gespräche abgebrochen, weil wir haben uns ja klar darauf committet, dass das der Preis ist und dann war das auch klar. Ein paar Tage später riefen die dann an und wollten noch mal ins Gespräch gehen und ja, saßen dann, während wir das Interview hatten, dort und kurze Zeit später kam der dann auch ins Büro, Daumen hoch, war alles geklärt. Das, glaube ich, ist schon mal so ein wichtiges Learning zu sehen, dass man, wenn man sich an seinen Werten auch hält, dass das funktioniert. Und ähm, Also sind ja, Entschuldigung, wenn ich da kurz ja, dazwischen grätsche, aber es sind ja zwei Sachen. Das eine ist,
dass der Detlef Lohmann sozusagen seinen Mitarbeiter vermittelt, du darfst entscheiden. Das ist ja jetzt gerade auch im Rahmen dieser ganzen KI-Diskussion. Also wer entscheidet, ist es jetzt die KI oder die Führungskraft, aber in dem Fall das Vertrauen rüberzugeben und letztendlich auch dann zu bestätigen. Und gleichzeitig für den Mitarbeiter ist es cool zu sehen, ich bin Teil dieser Kultur, ich darf entscheiden, ich habe auch im Rahmen der Befugnisse entschieden und das Ganze sogar mit dem Fairness-Pokal dann am Ende belohnt worden ist, nämlich dass der LKW-Konzern zurückgekommen ist und gesagt hat, oh, also die Qualität ist nun Ja, mal A, hat eins unschlagbar, B, die lassen auch nicht alles mit sich machen. Boom, ja, im positiven Sinne, boom. und die Mitarbeiter machen das eben auch dann gerne mit. Das hat sich bei AllSafe im 2008, 2009 gezeigt, als die Finanzkrise damals war. Das hat natürlich auch solche Unternehmen erwischt und da war ganz klar, auch da muss was gemacht werden. Da sind zwei Sachen passiert. Das erste ist, sie haben natürlich wie alle Unternehmen erstmal die Leiharbeiter nach Hause geschickt. Mhm. Und daraufhin kam ein Leiharbeiter zu Detlef Lohmann, weil der geht ja jeden Morgen durch den kompletten Laden. Das macht der seit Jahren und der weiß immer, was da läuft. Und die sagten, ja, das ist typisch, ne, wenn es gut läuft, dann können wir hier für wenig Geld arbeiten, aber wenn es schlecht läuft, sind wir die Ersten, die auf der Straße stehen. Und das ist ihm dann auch mal bewusst geworden, dass Leiharbeiter tatsächlich ein hohes unternehmerisches Risiko mittragen. Und das hatte zur Folge, dass als die Krise vorbei war, Leiharbeiter besser bezahlt wurden als die festen Mitarbeiter. Mhm. Und die haben das mitgemacht, weil die das akzeptiert haben. Es wurde erklärt, warum und weswegen. Und das war dann für die okay. Und das Zweite war, dass er dann die Mannschaft zusammengerufen hatte, wo es dann darum ging, wir müssen sparen. Und wir hätten gerne, dass die Gehälter um 10% erstmal gekürzt werden. Wir als Führungskräfte gehen voran mit 20%. Wir betrachten das aber als Kredit und wir werden das wieder irgendwann, wenn es dem Unternehmen besser geht, auch wieder auszahlen. Und das Und, wurde ohne Murren von quasi 99% der Mitarbeitenden mitgetragen. Es gab wohl nur einen Mitarbeiter, der das nicht so lustig fand. Und dann wurde das aber so gemacht. Und die haben nach einem Jahr konnten sie den Mitarbeitenden ihre ausstehenden Gehälter oder die ja quasi als Kredit dem Unternehmen gegeben haben, auch wieder zurückzahlen. Und das zeigt einfach, dass Werte auch in dem Sinn eben eine wichtige strategische Wirkung haben, auch ein strategisches Instrument ist. Und das ist das, weswegen ich sage, es ist wie eine kostenlose Führungskraft. Wenn ich das einmal implementiert habe im Unternehmen, dann passiert vieles von ganz alleine. also die Leute folgen dir oder die folgen diesen Werten. Ich glaube, das kann man in beiderlei Hinsicht sagen. Sie folgen einer Person oder einer Personengruppe, die diese Werte lebt und letztendlich treibt sie es dann aber auch an. Das ist ja quasi die Energie, selber mitzugehen in dieser Herde. Das ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel. Gehen wir zum Schritt zwei dieser Punkte, die wir vorher abgesprochen haben. Ich habe mir mitgeschrieben, so als Stichwort, du hast gesagt, oft wird so Wertediskussionen als Sozialklimbim, den Begriff habe ich mir aufgeschrieben, Ja, das hat mal definiert. jemand gesagt. Ja, ja, die Älteren unter uns wissen noch, was Klimbim bedeutet. Ja, Ähm, insofern, nichts ähm, Gutes. ja, Ja, genau. das ist tatsächlich so. Also es war der Spruch, ja, man muss ja heute so ein Sozialklimbim machen, dann kommt man ja nicht weiter. Und dann ist mir immer sofort klar, dass da muss ich gar nicht in das Unternehmen rein, das ist dann Peng. Also die Arbeit kann ich zwar Geld verdienen, aber das hat ja keine nachhaltige Da streifst du Wirkung, ne? sozusagen niemand, genau, da streifst du keine Seele. Ja. Nee, weil wenn die Führungskraft das nicht ernst nimmt, wird es nicht funktionieren. Und das Spannende ist ja, darauf wollte ich noch mal ganz kurz eingehen, wie wichtig auch gelebte Werte sind in Unternehmen und dass das ganz große Auswirkungen hat auf dieses Thema innerliche Kündigung, Krankheitsstände, psychische Erkrankungen auch. Ne? Wenn man mal bedenkt, Anfang des Jahres kam ja wieder diese Krankenreporte von den Krankenkassen raus,
wo Mhm. dann eben diskutiert wird, wie ist eigentlich der aktuelle Krankenstand. Und da war ganz klar, dass zum Beispiel psychische Erkrankungen ganz stark auf dem Vormarsch sind. Das ist ja ohnehin ein Problem seit Corona, aber jetzt mit den ganzen Krisen, die es gibt, muss man sich da ja auch nicht wundern. Und in vielen Unternehmen wird ja auch furchtbar gejammert, wie schlecht alles ist. Und dann wundern sich die Leute oder die Führungskräfte, dass die Mitarbeitenden krank werden. Und gab dann ja zum Beispiel mal vom Vorstand der Allianzversicherung die Lösung als die Wiedereinführung dieses Karenztages, ne, also krank sein ohne Bezahlung. Und und das fand ich eigentlich ganz schön, ich habe ihn gefeiert dafür, gab es die Antwort von dem Präsidenten der Deutschen Ärztekammer, Klaus Reinhardt. Der hat nämlich gesagt, Unternehmen, die einen hohen Krankenstand haben, sollten sich mal um ihre Unternehmenskultur kümmern. Denn Ja. Unternehmenskultur und Werte hängen ja unmittelbar zusammen, ne?